Hallo meine Freunde, hola Madridistas, wie stark ist bitte die französische Nationalmannschaft? Es ist ja unglaublich, in was für einer Verfassung ein Kylian Mbappé ist. Also, ich habe für euch ein paar Daten zu dem zusammengesammelt, das ist unglaublich. Aber wir unterhalten uns in diesem Video natürlich überwiegend über Real Madrid. Gestern ist der Kalender für die neue Saison rausgekommen, den schauen wir uns natürlich zusammen an. Dann schauen wir ein bisschen nach den Jungstars. Wie geht es weiter mit einem Joan Martinez, mit einem Thiago Pitarch oder einem César Palacios? Da habe ich neue Informationen für euch. Und zu guter Letzt, die Operation Bastoni hat offiziell gestartet. Laut dem AS, laut José Félix Díaz, leitet Real Madrid den Transfer des italienischen Innenverteidigers in die Wege. Was da los ist, was ein Fabrizio Romano dazu sagt und ob Bastoni ein Sexuellstraftäter ist, auch das schauen wir uns in diesem Video an. Also, es wird auf jeden Fall spannend und interessant. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video mit einem Thema, was für uns alle sehr interessant ist. Der neue Spieltagskalender für die neue Saison ist offiziell bekannt geworden und wir wissen, auf die exakten Daten kannst du in Spanien leider dich nicht verlassen, denn da kann es auch mal passieren, dass eine Woche vorher der Termin von einem Samstag auf einen Sonntag verschoben wird. Wir haben es schon auf den Freitag erlebt, zur Not auch auf den Montag. Aber trotzdem, für diejenigen, die Madrid-Spiele sehen wollen in dieser Saison, schaut euch den Kalender an. Wir starten in die Saison mit dem Heimspiel gegen Real Sociedad, also direkt ein Europa-Gegner, ein starker Gegner, gegen den José Mourinho sein erstes Spiel in Santiago Bernabéu hat. Auswärts bei Espanyol Barcelona ist nie einfach, danach zu Hause gegen Malaga. Ihr seht, wie es weitergeht. Die zwei Daten, die auch für uns Madridistas wichtig sind, ist natürlich El Clasico. Und schaut mal, welch Zufall, wen die Liga da ausgewählt hat für dieses Bild. Also, das sagt schon einiges über den Stellenwert dieser beiden Spieler. Aber ihr seht, das Hinspiel am 25.10.26 im Camp Nou in Barcelona und das Rückspiel in diesem Fall im Santiago Bernabéu am 9. Mai 2027. Die Daten sind circa immer die gleichen. Hat mich letztens ein Follower darauf hingewiesen. Das war mir noch nie aufgefallen, aber es ist wirklich so, ja, es ist irgendwann kein Zufall mehr, dass die Daten immer die gleichen sind. Also nehmt euch an den Wochenenden nichts vor, obwohl diese Daten, glaube ich, werden nicht mehr geändert. Falls einer zum Klassiko will oder mich einladen will, gerne. Naja, wie dem auch sei, starten wir jetzt mit Marios WM-Ecke. Ja, und ich hatte gestern noch gesagt, mal schauen, was so ein Erling Haaland vorhat und was hat er vor, als ein WM-Spiel zu entscheiden, kurz vor Schluss. Und ja, den Unterschied gestern hat im Endeffekt ein Erling Haaland gemacht. Die Elfenbeinküste war für mich nicht die schlechtere Mannschaft. Es ist immer wieder das Gleiche, hat mich an das Spiel gegen Deutschland erinnert. Wenn die ihre Chancen machen würden, die spielen sich so oft, ja, so Halbchancen heraus, aber der letzte Punch fehlt. Ja, und wenn einer in dieser Welt des Fußballs den letzten Punch hatte, dann ist es Erling Haaland. Auch wenn das Tor gestern ein Gegurke war. Der kriegt einen Querpass allein aufs Tor, den hätte ich sogar gemacht und der, ja, kullert den Ball da rein. Und ich dachte, es geht schon wieder verrückt weiter. Kann in dieser WM-Qualifikation, ist jedes Spiel spannend? Gibt es nur Tore ab der 86. Minute oder nur Elfmeterschießen? Ja, und dann hat sich Frankreich gedacht und Mexiko, nö, wir haben keinen Bock auf Schwitzen, wir haben Bock auf Dominanz. Ja, und fangen wir erstmal mit den Franzosen an. Mit Abstand, mit großem Abstand, die beste Mannschaft bei diesem Turnier. Die spielen mit ihren Gegnern. Das ist, als wenn die FIFA auf Amateur spielen würden. Das ist für die ein Spaziergang. Und die haben Leute wie ein Doué auf der Bank. Ein Cherki ist gestern erst in der 86. Minute reingekommen. Was ist das für eine Mannschaft? Dembélé, der Ballon d'Or, ist nicht mal einer der besten Spieler. Nee. Ein Olis und ein Mbappé, die haben so eine kranke Connection. Also ich kann wirklich verstehen, warum ein Florentino Perez da nicht aufgeben möchte. Gestern war übrigens der Präsident der Bayern, der Heiner, im Santiago Bernabéu bei einer Veranstaltung von Madrid, von der Universität Madrid und auch mit dem Florentino Perez. Man hat die ganze Zeit Arm im Arm gesehen, wie die geredet haben. Die Studenten haben danach auch gesagt, dass sie zu Heiner gesagt haben, hör mal, Olis soll bitte nach Madrid kommen. Und der und Florentino Perez haben sich darüber so ein bisschen amüsiert, aber ich kann es verstehen.
Also die Harmonie zwischen den beiden, was Olise auf der 10 gespielt hat, meine Güte. Ja, und Kylian Mbappé ist von der anderen Welt. Der Typ ist wahrscheinlich der beste Fußballer aller Zeiten bei WMs. Das ist seine 3. WM. Die erste hat er gewonnen. Die zweite hat er im Finale, hat den Hattrick gemacht. Hat dann im Elfmeterschießen verloren. Und jetzt zerschießt er wieder alles. Der ist noch nie aus einer K.O.-Runde in der WM rausgeschossen worden. Der hat in 18 Spielen 18 Tore. Der hat 5 Assists. Der hat schon 4 Tore im Finale von der WM geschossen. Hat das Ding schon mal gewonnen. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, wer Frankreich aus dieser WM kicken soll. Das ist wirklich Fußball auf einem anderen Niveau. Das sieht aus, als wenn die das Ding im Spazierengehen gewinnen. Naja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, unglaublich souverän. Und dann gestern Mexiko, auch unglaublich souverän. Auch wenn es spät in der Nacht war. Die haben das Spiel gegen Ecuador von A bis Z dominiert. Die haben jetzt 4 Spiele, 4 Siege, ich glaube 10-0. Die haben noch kein Gegentor kassiert. Jedes Spiel absolut souverän. Die Stimmung in Mexiko ist ja unglaublich. Das ganze Land scheint hinter dieser Mannschaft zu stehen, wie ein Fels. Also es wird nicht einfach, diese Mannschaft aus dem Turnier zu kicken. Ja, auf jeden Fall gestern Frankreich und Mexiko mit Abstand die souveränsten Mannschaften. Ja, und in die Fußstapfen möchte heute auch gerne England treten. Um 18 Uhr bereits, also stellt euch die Uhr, gegen den Kongo. Und der Gewinner davon spielt übrigens gegen Mexiko. Also ich drücke natürlich Bellingham und Kane etc. die Daumen, aber vor allem Bellingham, das ist der mich interessiert. Mal schauen, ob die Engländer, wenn die sich qualifizieren, na, Kongo hat natürlich noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Kongo hat gegen Portugal schon 0-0 geholt. Also das wird kein Spaziergang für England. Naja, bin ich mal gespannt, wie der Sieger aus diesem Spiel sich gegen Mexiko anstellt. Übrigens, Norwegen, habe ich eben vergessen, ist dadurch durch den Sieg der nächste Gegner von Brasilien, von Vini Junior. Naja, auch das wird ein spannendes Spiel. Dann heute noch Belgien gegen Senegal. Wir drücken wieder eine Madridista, in dem Fall Thibaut Courtois, die Daumen, dass die Belgier es schaffen, sich ins Achtelfinale der WM zu qualifizieren. Und dann um 2 Uhr morgens Bosnien-Herzegowina gegen die USA. USA gegen Bosnien-Herzegowina. Ja, mal schauen, ob Edin Dzeko und die Bosnier was gegen die Gastgeber ausrichten können. Ja, das war's fürs Erste mit Marius WM-Ecke. Ja, und kommen wir jetzt zu Real Madrid und kommen wir dazu 2 Spielern, die ein ähnliches Spielerprofil haben. Und zwar ein Thiago Pitach und ein César Palacios. 2 Spieler, die aus Real Madrid Castilla herausgewachsen sind, die zu gut sind für die 3. spanische Liga. Insbesondere aufgefallen ist uns das natürlich bei Thiago Pitach, der den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat, der in den wichtigsten Spielen der Saison Stammspieler bei Real Madrid war. Und ich habe letztens schon gesagt, über den Jungen wird irgendwie viel zu wenig geredet. Naja, kann ja auch gut sein für Real Madrid. Der zerschießt gerade mit der spanischen U19 die EM, 3 Assists in seinem ersten Spiel bei der 7-0 Sieg, beim 7-0 Sieg gegen Wales. Ja, wie dem auch sei, beide haben ein ähnliches Schicksal vor der Brust. Ein Thiago Pitach, da haben insgesamt schon 7 Mannschaften bei Real Madrid angefragt. Doch Real Madrid wird sich bei beiden Spielern Zeit lassen. Beide Spieler sollen die Vorbereitung unter José Mourinho mitspielen und der Portugiese soll die Zukunft dieser Spieler in der Hand haben. Beide Spieler wünschen sich natürlich einen Platz in der ersten Mannschaft von Real Madrid. Mit dem Abgang von Ceballos noch ist nicht dieser Mittelfeld-Superstar gekommen. Weiß Gott, vielleicht sieht ein José Mourinho Thiago Pitach trainieren und denkt sich, hör mal, wir brauchen keinen Enzo Fernandes oder irgendwen, wir haben hier Thiago Pitach. Würde mich natürlich freuen für diesen Jungen. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, und da bin ich gespannt auf eure Meinung und die Kommentare, beide Spieler sind in einer ihrer wichtigsten Entwicklungsphasen als Profifußballer. Und für mich in dem Alter ist Priorität Nummer 1, dass diese Jungs Minuten und Erfahrung in die Beine kriegen. Das heißt, ein José Mourinho soll ein Thiago Pitach oder César Palacios nicht als 7. oder 8. Alternative im Mittelfeld behalten, wenn die am Ende der Saison 200-300 Minuten gespielt haben. Für mich würde das die Entwicklung von diesen Spielern drastisch drosseln. Und deshalb meine Meinung, bevor die gegen die Konkurrenz im Mittelfeld von Real Madrid keine Chance haben, denn lasst uns realistisch sein. Wir haben im Mittelfeld von Real Madrid einen Arda Güler, wir haben einen Bellingham, wir haben gerade einen Bernardo Silva bekommen, wir haben einen Tchouaméni, wir haben einen Camavinga, der den Verein nicht verlassen möchte.
Und wir haben Fede Valverde, den ich fast nebenbei vergessen hätte. Also wir haben so viel Qualität im Mittelfeld, dass ich eher dazu tendieren würde, diese beiden Spieler auszuleihen an eine Mannschaft, ja, wo die, wie gesagt, 3.000, 4.000, 5.000 Minuten erste Liga zusammen Erfahrung sammeln können, Fußball sammeln können. Ich finde, in dem Alter ist das Wichtigste. Und Priorität Nummer 1 oder 2 oder genauso wichtig ist, dass Real Madrid niemals die Kontrolle über diese Fußballer verliert. Von mir aus kannst du dir einen Nico Pass machen, den die ausleihen an eine Mannschaft, wo dir noch 50% des Spielers gehören und du eine Rückkaufsoption hast. Von mir aus kannst du ihn einfach nur ausleihen wie ein Endrick, wo du weißt, nach einer Saison kommen die zu 100% zurück. Aber alles andere wäre für mich keine sinnvolle Alternative für Real Madrid. Beide Spieler, du weißt nicht, ob die explodieren oder nicht. Die haben beide eine unglaubliche Qualität. Ja, und meine Meinung, am besten würde ich denken, verleihen und dann nächste Saison anschauen, wie die beiden sich entwickelt haben. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Wenn ihr da die gleiche Meinung habt oder eine andere, die Kommentarbox steht euch immer frei. Ja, und jetzt kommen wir zu einem anderen Spieler, über den wir oft geredet haben und wo ich gestern einen halben Herzinfarkt bekommen habe, als ich das gelesen habe, nämlich Joan Martínez. Der Innenverteidiger, der bei Real Madrid Castilla eine tolle Saison hinter sich gebracht hat, der vor seinem Kreuzbandriss schon kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft stand und jetzt ein Jahr nach dem Kreuzbandriss immer mehr aufspielt. Aber José Mourinho hat viele Vorteile, aber wohl auch einige Nachteile. José Mourinho setzt eher auf erfahrene Spieler, gestandene Spieler. Sehen wir auch gleich im letzten Kapitel dieses Videos, da kommen wir zum Thema Bastoni. Aber wir wissen, wir haben bereits einen Konaté geholt, wir haben einen Dienhausen, wir haben einen Militao, vielleicht kommt noch der ein oder andere Innenverteidiger, noch haben wir Raúl Asensio. Das heißt, auch für einen Joan Martínez ist es zurzeit fast unmöglich, in der ersten Mannschaft von Real Madrid zu spielen. Ja, und lesen wir uns mal durch, ausgerechnet welche Mannschaft Interesse an Joan Martínez hat. Valencia erkundigt sich nach Joan Martínez. Der Verein aus dem Mestalla-Stadion wünscht sich einen Leihvertrag für den jungen Innenverteidiger von Castilla, der aus der Jugendakademie von Levante nach Madrid kam. Und den Artikel, da kriege ich Plack, da möchte ich gar nicht weiterlesen. Im Artikel stand sowas drin, dass sein Vertrag, glaube ich, 2028 ausläuft, wenn ich mich nicht täusche, und die sich eine Leihe wünschen mit Kaufoption etc. Ja, und ich schau mal, was ich für Valencia habe. Für Valencia habe ich das hier. Also, eine Mannschaft, die nichts anderes macht, als uns auf den Tod hassen, die uns beleidigt, mit Steinen bewirft, die einen Vini Junior rassistisch beleidigt und nicht nur ihn, bevor der überhaupt aus dem Bus kommt. Eine Mannschaft, die sich selber als Anti-Madridistas sehen, denen gönne ich nicht einmal den Dreck unter unseren Füßen, unter unseren Schuhen. Gar nichts. Für Valencia gar nichts. Und wenn die am Rand vom Ertrinken wären und ich denen nur die Hand geben würde, würde ich sagen, man sieht sich. Also, ich übertreibe natürlich etwas, aber auf keinen Fall würde ich einer Mannschaft wie Valencia so ein Talent in die Hand geben. Valencia würde alles tun, um Spieler nicht an uns zu geben. Ist in der Vergangenheit schon passiert. Als ein David Villa nach Madrid wollte, haben sie den lieber billiger an den FC Barcelona verkauft. Und was für ein wunderbarer Fußballer der Junge geworden ist. Also abgesehen davon, nein, ganz einfach. Ich würde Valencia gar nichts geben. Und auch da bin ich gespannt über eure Meinung, ob ihr denkt, nee Mario, das ist ein Geschäft, übertreib es nicht. Aber wie gesagt, nee, für mich kommt so etwas nicht in Frage. Aber ansonsten sehe ich Joan Martínez das Gleiche, was ich über Pitarch und César Palacios gesagt habe. Am besten irgendwo ausleihen, Como, so eine Mannschaft, gerne im Ausland oder eine Erstligamannschaft in Spanien, aber nicht an Valencia. Ja, und wie gesagt, auch immer da die Rückkaufsoption im Kopf, niemals die Kontrolle über so einen tollen Jungen verlieren. Ja, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu dem Wunschspieler, den ein José Mourinho haben möchte. Und da gibt es unterschiedliche Informationen. Fangen wir zunächst einmal mit der Information vom Ass an, von José Félix Díaz. Die Operation Bastoni ist im Gange. Der Bereich, der dem portugiesischen Trainer der sportlichen Leitung von Real Madrid am meisten Sorgen bereitete, war die Verteidigung, wie die Verpflichtung von Konaté, Cucurella und Dumfries bestätigen.
Real Madrid arbeitet weiter an Neuzugängen und setzt die von José Mourinho vorgeschlagenen Anpassungen am Kader um. Dies alles hängt jedoch von möglichen Spielerabgängen ab. Es ist eine rein mathematische Angelegenheit, sowohl finanziell als auch im Hinblick auf die Anzahl der verfügbaren Kaderplätze für die erste Mannschaft. Der portugiesische Trainer konzentriert sich vor allem auf die Verteidigung, wie die Verpflichtung von Konaté, Cucurella und Dumfries bestätigen. Wie bereits berichtet, ist der Plan damit aber noch nicht abgeschlossen. Der Kader soll mit einem weiteren Innenverteidiger komplettiert werden. Zu diesem Zweck sondiert die Vereinsführung bereits Optionen mit Alessandro Bastoni. Also das Wichtigste aus diesem Kapitel zumindest. Es geht weiter. José Mourinho entscheidet, wie sein Madrid aussehen soll. Also Real Madrid redet ihm da nicht rein. Er sagt Namen. Und wir wissen, es gab eine Liste aus 3 Interessenten und da hat sich ein Bastoni anscheinend durchgesetzt. Ein Diaz ist für Manchester City unverkäuflich, ein Schlotterbeck hat sich verletzt. Ja, und jetzt zielen alle Augen auf Bastoni. Lesen wir mal weiter. Die Beziehungen zwischen Inter Mailand und Real Madrid sind ausgezeichnet. Wie das jüngste Freundschaftsspiel im Bernabeu-Stadion mit Legenden beider Vereine eindrucksvoll unter Beweis stellte. Deshalb wurde der Transfer von Dumfries noch nicht offiziell bekannt gegeben. Der italienische Club ist sich des Interesses von Real Madrid an dem Innenverteidiger und vor allem seines Wechselwunsches bewusst. Das ist nichts Neues, denn Inter hatte Bastoni bereits während der Saison die Erlaubnis erteilt, über eine Zukunft zu verhandeln. Tatsächlich führte er Gespräche mit dem FC Barcelona, die letztendlich jedoch ergebnislos blieben. Der italienische Club akzeptiert Bastonis Abgang voll und ganz und weiß, dass Real Madrid ihn verpflichten möchte. Etwas, das ihnen bereits bekannt ist. Noch vor wenigen Tagen gab es sogar Gerüchte über ein mögliches Interesse von Inter Mailand an Nico Paz. Ein Transfer, der unter keinen Umständen möglich war. Der Dialog zwischen den beiden Clubs ist kontinuierlich und direkt. Real Madrid hat diese Entwicklung den ganzen Sommer über gefördert und umgesetzt. Bastonis Profil entspricht genau Mourinhos Vorstellungen. Ein erfahrener, kampfstarker Innenverteidiger, der sofort Stammspieler sein kann. Er wartet nun auf die Bestätigung eines Transfers, der sich auf rund 60 Millionen Euro belaufen würde. Alles ist in Bewegung. Ja, und ganz ehrlich, das ist die Information vom Ass José Félix Díaz und ich bin ein bisschen überrascht, denn aus Italien hat man immer gehört, dass ein Inter Mailand ihn eigentlich gar nicht ziehen lassen möchte und das ist ja wirklich eine Gratwendung um 180 Grad. Hier behauptet José Félix Díaz und das Ass, dass Inter Mailand ihn gehen lassen würde, dass sie ihm sogar erlaubt haben, mit Barca zu verhandeln etc. Und es jetzt quasi nur eine Frage des Geldes wäre. Ja, hören wir uns jemanden an, der sich meiner Meinung nach noch besser mit Transfers auskennt als ein José Félix Díaz, nämlich Fabrizio Romano. Dann zum Thema Alessandro Bastoni. Heute gab es viele Fragen. Die Bastoni-Mission, die Bastoni-Operation, Bastoni zu Real Madrid, die laufenden Verhandlungen, Gespräche haben begonnen. Ich kann euch garantieren, dass Inter Stand heute wirklich null Anfragen von Real Madrid erhalten hat. Um also eine Bastoni-Operation zu starten, müssten sie natürlich erst einmal den Verein kontaktieren und ein Gespräch beginnen, das ist klar. Im Moment hat Inter keinerlei Kontaktaufnahmen erhalten und Inter ist weiterhin überzeugt, dass sie mit Alessandro Bastoni in die nächste Saison gehen können. Das ist also die Absicht des Vereins, Bastoni zu halten und mit ihm weiterzumachen. Sollte dann ein offizielles Angebot von Real Madrid eintreffen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber vergesst nicht, was ich euch über Real Madrid gesagt habe. Es betrifft das Mittelfeld, es betrifft die Abwehrspieler. Sie brauchen Abgänge. Der Kader ist jetzt sehr groß, wirklich sehr groß und sie brauchen Abgänge. Das ist die Botschaft, die von Real Madrid kommt. Zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition, wo sie Platz schaffen wollen. Nur um einen Namen zu nennen, Raúl Asensio ist ein Spieler, den Real Madrid diesen Sommer zum Verkauf stellt, aber bislang gibt es weder auf Spielerseite noch auf Vereinsseite eine Einigung. Wir müssen also abwarten, ob es Entwicklungen bei den Abgängen geben wird. Ja, und da war das Ganze nochmal etwas ausführlicher. Auch da der Hinweis, Real Madrid muss erst verkaufen, bevor wir kaufen können. Unser Kader ist voll und wir brauchen auch Geld. In dem Fall Raúl Asensio, ich hatte es euch schon berichtet, ist für Real Madrid verkäuflich, formulieren wir es so. Sie setzen ihn auf den Transfermarkt. Mal schauen, ob der Spieler da mitspielt. Man hört, dass er unter José Mourinho erst mittrainieren möchte und seine Chancen abwägen möchte, bevor da eine Entscheidung getroffen wird. Aber er macht auch klar, noch gab es keinerlei Angebot von Real Madrid an Inter Mailand, von keiner Mannschaft.
Also das Ganze ist ein bisschen in der Schwebe. Bastoni ist anscheinend der Favorit. Mourinhos Liebling. Das Ganze gestern auch nochmal bestätigt von einem Ramon Alvarez Demon und einem Miguel Serrano. Also alle nennen den gleichen Namen. Der italienische Innenverteidiger ist Wunschkandidat Nummer 1 von Real Madrid. Aber ob das klappt oder nicht, hängt erst mit dem Abgang von dem Raúl Asensio ab, wie viel Geld Madrid damit generieren kann und ob die Operation Bastoni in Angriff genommen wird. Ja, wie gesagt, aber ihr habt auch Romano gehört, die Information, die ich bisher habe, Inter Mailand möchte eigentlich weiter mit Bastoni arbeiten. Ja, bevor ich mich aber verabschiede, gab es gestern aus dem Corriere dello Sport auch um Bastoni noch eine Information. Er wird nämlich jetzt angezeigt oder muss zumindest aussagen wegen einem Fall von Kinderprosti. Ihr wisst, YouTube, ich darf da nicht alles sagen. Was ist da passiert? Er soll mit einer Agentur gearbeitet haben oder da Mädchen gemietet haben für Feiern, was auch immer, die spezielle Services anbieten. Er und andere Profifußballer. Und jetzt stellte sich raus, dass eins dieser Mädels 17 war. Es bleibt aber auch wichtig, also nicht nur die Unschuldsvermutung, sowohl Bastoni als auch die Befragte, das Mädchen, die ist inzwischen älter als 17, das war im Jahr 2020, wir haben 2026, also die ist jetzt 23, sagen beide, die hat da übernachtet, ja, aber es ist nie zum Punkt gekommen. Und das hat das Mädchen schon in ihrer Aussage damals gesagt, aber in Italien haben sie festgestellt, die hat da übernachtet bei ihm. Ich weiß nicht, ob sie die Einzige war, die da übernachtet hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob er wusste, dass sie 17 war. Bin ich ganz ehrlich, diese Information braucht man, bevor ich ein Urteil fälle, wenn der bei so einer Agentur Mädels bestellt. Keine Ahnung, ich habe sowas nie im Gedanke, aber wenn ich sowas machen würde, würde ich davon ausgehen, dass die ihre Mädels geprüft haben und auch geguckt haben, dass die alle volljährig sind. Also keine Ahnung. Wie gesagt, also das ist natürlich immer eine große Anschuldigung, Kinderpopopo, aber 17 und 18 ist sehr schwer zu erkennen fürs männliche Auge, formuliere ich es mal so, oder fürs menschliche Auge. Ich kann jetzt oftmals den Unterschied nicht erkennen. Wenn er allerdings wusste, dass die minderjährig ist und wenn da was gelaufen ist, möchte ich so einen Spieler nicht bei Madrid, ist mir egal, wie gut er ist. Das ist meine Meinung. Also lassen wir die italienische Polizei ihre Arbeit machen und die Schuldigen sollen da verurteilt werden. Ja, das ist meine Meinung. Deine Meinung, wie gesagt, würde ich gerne in den Kommentaren lesen. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video, lass ein Follow da, unterstützt den Kanal ungemein und ich würde vorschlagen, wir sehen uns übermorgen. Ich betone es, übermorgen wieder. Morgen kann ich nicht, morgen muss ich ein paar Sachen machen, die angefallen sind. Also, übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Alla Madrid!